Wir wollten endlich mal direkt am Strand stehen, um beim Ja? Rauschen der Wellen einzuschlafen und beim Blick aus den Fenstern direkt das Wasser zu sehen. Hier war noch alles okay. Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf. Anstatt einen Bogen nahe den anderen Fahrzeugen entlang zu fahren, schätzte ich den Sand falsch ein und es kam, wie es kommen musste. Mando steckte fest. Was? Ich fahren, aber ich mich festfahren. Okay. Ja, naiv, wie wir dachten wir, ein bisschen Sand schaffen wir schon, haben ohne Luft ablassen. Erst einmal Strand stehen. Ja, jetzt lassen wir halt noch Luft, damit wir weiter vorankommen. Ja, also entweder noch zu wenig Druck abgelassen. Ja, das ist so der Betriebe schon auf Scheiße. Was sieht's denn da schon Also du kannst alleine reingehen. Ach komm. Wie kalt ist es denn? Too cold for me. Das ist nicht Ostsee-Temperatur. Ja. Das habe ich nicht drauf. Nachdem ich in den letzten Wochen ein bisschen pausiert habe mit dem Sport, geht es jetzt mit ein bisschen Frühsport wieder los.
Wir verlassen heute diesen wunderschönen Stellplatz, was ich sehr schade finde. Aber wir fahren ja bestimmt nochmal an den Strand. Und erstmal geht es für uns Richtung Valencia. Mal eine Abwechslung, wieder zur Natur, wieder in die Stadt. Auf Valencia freue ich mich auch schon sehr. Zum Glück sind wir hier auch wieder rausgekommen, ohne uns nochmal festzufahren. Guten Morgen an einem sonnigen Tag in Valencia. Wir sind gestern hier angekommen und werden heute etwas die Stadt erkunden und euch ein bisschen was davon zeigen. Und shoppen. Und shoppen. Wieder mal gibt es bei der U-Bahn keine Möglichkeit, eine Fahrkarte zu kaufen. Gut, wir haben die Valencia Tourist Card gebucht online. Bloß die kann man ja leider nicht downloaden, sondern man kriegt nur eine Bescheinigung, die man downloaden kann, mit der man dann die Tourist Card abholen kann am Bahnhof. Aber erstmal hinkommen zum Bahnhof, ne? Gut, schauen wir mal, ob wir da ohne Probleme jetzt zum Bahnhof kommen und die abholen können. Alles klar. Bis später. Wir melden uns. So, hier scheint der Nerd-Hotspot von Valencia zu sein. Mit El Señor Miyagi, Cartoon Corp, Evolution und Futurama Comics. Dann schauen wir doch da mal rein. Hola. Genau, ein Nerdparadies, auch wenn die Preise ziemlich denen des Ultra Comics in Nürnberg gleichen. Zumindest für diese geilen Tintin Ausstellungsstücke. Ich bin zwar selber nicht so der Comic-Typ, aber schon eine geile Auswahl an Comics und Mangas.
Wie gut, dass ich aufgehört habe zu sammeln. Hier wäre bestimmt auch das ein oder andere Stück für mich dabei. Oh, es gibt sogar einen Fallen Order Comic, okay. Gut, dass wir keinen Platz haben. Ich sage es immer wieder. Wie gut, dass wir keinen Platz haben. Das sind echt geile Figuren. Oh, auch wieder eine große Auswahl an Pops. Comic-Ausweis hier kleiner, konzentriert sich mehr auf Figuren hier im Laden. Cartoon Corp. So, jetzt sind wir im dritten Laden, auch hier wieder eine riesige Wand Pops.
Von ein paar Zuschauern wissen wir ja persönlich, dass sie auch Nerds sind. Aber gibt es vielleicht noch weitere unter euch? Schreibt's doch mal in die Kommentare, wenn ihr auch nerdy seid und auf welche Bereiche sich das so erstreckt. Nachdem wir unser Nerdtum also erstmal befriedigt hatten, gingen wir weiter in die Altstadt in Richtung des Zentralmarkts, welcher unser nächstes Ziel war. So, frisch gestärkt. Gehen wir jetzt mal in die Markthalle hier in Valencia. Gut, dass wir schon jetzt satt sind, sonst hätte es bestimmt ein teurer Ausflug. Genau, das wollte ich mit dem frisch gestärkt ausdrücken. Schalle. Aber da der Markt kurz vorm Schließen ist, ist auch hier nicht mehr allzu viel los. Aber ja, wenn man frischen Fisch möchte, ist man hier gut bedient. Nach dem Markt machten wir uns dann auf den Weg zu meinem persönlichen Highlight in Valencia, die Ciudad
de las Artes y las Ciencias bzw. auf Englisch die City of Arts and Sciences Monuments, welches ein architektonisches Meisterwerk des spanischen Designers Santiago Calatrava ist. Der Ort ist nicht nur ein Highlight für Architektur- und Technik-Nerds, sondern auch für Serienjunkies wie uns. Er diente zum Beispiel als Kulisse für das Hauptquartier von Delos Incorporated in Westworld, einem meiner persönlichen Serien-Highlights der letzten Jahre. Aber auch die zweite Folge der 10. Staffel Doctor Who mit dem Titel Smile, die mit den Emoji sprechenden Robotern, sowie Szenen für die Star Wars-Serie Andor wurden zum Teil hier gedreht. So, where is everyone? Don't tell me we've come halfway across the universe and they've all gone out. Should have texted first or something. What's that? In diesem Video sind wir nun auch etwas auf den Teil Nerd in unserem Kanalnamen eingegangen und werden immer mal wieder solche Orte und Fakten mit in unsere Reisevideos einbauen, wenn es sich ergibt. Im nächsten Video verbringen wir noch einen Abend in Valencia. Es gibt gigantische Aussichten, etwas Offroad-Action und mit Murcia steht die nächste Stadt auf dem Programm. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo, welches euch nichts kostet, aber uns hilft zu wachsen, sehr freuen. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the Force be with you.